Die Godot Engine 4.6 wurde veröffentlicht. Nach gut 2000 Commits und knapp genauso vielen Pull-Requests auf GitHub von 375 verschiedenen Mitwirkenden haben wir ein neues Paket, welches wiederum einige Feature-Polishments, Quality-of-Life-Verbesserungen sowie auch neue Features mit Performance-Optimierung liefert. Was kannst du hier erwarten? Welche neue Features gibt es? Und wozu haben wir auch schon bereits während der Entwicklung Videos gemacht und welche kannst du in den nächsten Wochen hier auf dem Kanal erwarten? Ich bin der Truly Most Wanted und das ist Godot 4.6 erklärt. Gib hier gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere sehr gerne, wenn du mehr Tutorials sehen und hören möchtest und wie immer kannst du alle Formen von Fragen und Feedback zu diesem Video hier in die Kommentare schreiben und jetzt legen wir los. Werfen wir also mal einen Blick auf alles Neue in der Godot Engine 4.6. Zuerst mal grundlegend gilt, wenn du die Engine herunterladen willst, über den Button kommst du zur Download-Seite und hier oben hast du die GDScript-Version, hier unten mit C# und .NET. Wichtig ist nur, falls du mit C# arbeiten möchtest, brauchst du auch hier unten das .NET SDK und eine IDE deiner Wahl, ob das jetzt JetBrains Rider ist oder Visual Studio, das ist natürlich dir überlassen. Schauen wir zuerst auf die Highlights und das große und offensichtliche ist, es gibt ein neues Editor-Farbschema und zwar ein frisches, modernes Design. Statt den Blautönen ist hier alles in verschiedenen Graustufen angeordnet, die Texte sind kontrastreicher, besser lesbar, besseres Spacing und du kannst einfach Sachen viel besser finden und verändern. Obendrauf kommt hierbei auch Jolt, die Physics Engine, die seit Godot 4.4 experimentell war, ist jetzt die Standard Physics Engine für jedes neue Projekt. Wenn du den Editor etwas verändern möchtest, zum Beispiel die Reihenfolge der Docs am unteren Bereich oder diese auch als eigene Floating Fenster herausnehmen möchtest, auch das geht jetzt problemlos. Das größte neue Feature dieser Version sind Inverse Kinematics. Das Framework dafür wurde neu geschrieben und in großen Stilen verbessert. Hierzu werden wir noch ein eigenes Video machen, dass du lernen kannst, wie Inverse Kinematics neben Blender auch in Godot selbst funktioniert. Und was auch groß dazugekommen ist, Reflexionen in der Spielwelt wurden sehr stark verbessert. Jetzt gibt es wirklich Reflexionen auf zum Beispiel Metall, Wasser oder auch Glas und das macht das Design von Welten nochmal deutlich immersiver und richtiger. Ihr seht hier in der Vorschau eine entsprechende Änderung vom Renderer und das ist eben der große Rework von SSR Screen Space Reflections. Schauen wir uns jetzt die allgemeinen Änderungen im Kern der Engine an. Und die erste Neuerung ist, jede Node in deinem Szenenbaum kriegt jetzt genau wie Ressourcen eine einzigartige ID. Dann ist es vollkommen egal, ob sich der Szenenbaum verändert, Nodes aus dem Baum herausgenommen werden oder erzeugt und dann eingefügt werden. Fakt ist, du kannst jede Node wiederfinden durch ihre einzigartige ID. Außerdem ist die Godot Engine jetzt selbst eine Bibliothek. Statt den Editor extern auszuführen, kannst du diesen jetzt in deine eigenen Anwendungen integrieren und darin ausführen lassen. Für alle GDScript-Nutzer gibt es eine Änderung hinsichtlich Signalen. Wenn du ein Signal mit einem Unterstrich beginnend benennst, dann wird das aus der Code Autocompletion und auch der generierten Dokumentation herausgenommen. Es taucht dort gar nicht erst auf. Entsprechend kannst du also auch hier den Unterstrich nutzen, um zu trennen zwischen privaten Sachen, die nur du kennen sollst, und Public Sachen, die man auch im Code im Allgemeinen kennen muss. Für alle Tilemap-Nutzer in 2D eine sehr schöne Nachricht. Mit der Godot Engine 4.6 kannst du Tiles, die du platzieren möchtest, jetzt auch in 90 Grad Intervallen rotieren. Normale Ausrichtung, nach rechts, nach unten oder nach links gedreht, kannst du sie in die verschiedensten Felder deiner Tilemap platzieren. Auch im Bereich 3D gibt es einige schöne Änderungen. Die erste vorweg:
Das Auswählen von Objekten in deiner Szene sowie das Transformieren sind jetzt zwei verschiedene Modi. Du kannst nicht mehr wie früher aus Versehen Objekte verschieben, weil du sie angeklickt hast. Du musst zuerst in den Select Mode gehen, die Objekte auswählen, die du auswählen möchtest und danach im Transform Mode eben die Objekte passend verschieben, ob durch Bewegung, Rotation oder Skalierung. Ebenfalls in 3D neu ist, dass Gridmaps verbessert wurden mit dem Prasenham Line Algorithm. Der sorgt dafür, dass die Sachen performanter gezeichnet werden können und jetzt hier auch eine bessere User Experience entsteht. Und wenn du Rotationen machst entlang der Bildschirmachse oder einer der 3 globalen Achsen, wirst du hier ein neues Gizmo sehen, was genau anzeigt, wie weit ein Objekt rotiert wurde. Auch in der grafischen Benutzeroberfläche gibt es einige Änderungen. Und zwar kannst du noch einfacher den Ankerpunkt für deine Control Nodes jetzt setzen. Im Englischen hier der Pivot Point. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, worum rotiert und auch unter anderem skaliert wird. Passend dazu haben alle Control Nodes eine neue Eigenschaft erhalten namens Pivot Offset Ratio. Diese hat in den X- und Y-Werten den Wert 0 bis 1 als Kommazahl und das steht für 0 bis 100% der Breite und Höhe. Das heißt also, wenn in dem Wert 00 drin stehen würde, ist die obere linke Ecke gemeint. 1,1 wäre unten rechts der Eckpunkt von deinem Control Node und 0,5, 0,5, das ist genau die Mitte von deinem gewählten Control Element. Auf Buttons zu klicken bedeutet nicht mehr fokussieren. Stell dir mal vor, du hast in deiner Anwendung eine Menüsteuerung über Tastatur oder Gamepad und du gehst gerade auf den Button A. Dann kommst du mit der Maus und klickst über verschiedene Buttons drüber, aber mit dem Gamepad willst du danach weiter navigieren. Es wird sich jetzt gemerkt, wo der aktuelle Fokus ist und wo du zuletzt geklickt hast. Das sind getrennte Zustände. Obendrauf kommt, wer Margin Container Nodes in der Godot Engine jetzt nutzt, der sieht auch ganz klar getrennt, wo ihr Margin ist im Vergleich zu den Elementen, die darunter hängen. Also der Abstand von einem Margin Container zu einem Panel hier in dem Beispiel ist jetzt ganz klar in 2D gekennzeichnet. Auch der Godot Editor und dessen Oberfläche haben einige schöne Verbesserungen erhalten, die hier aufgelistet sind. Das Draggen und Droppen von Ressourcen in GDScript erzeugt automatisch Exportvariablen. Die Darstellung von Arrays wurde optimiert, dass der Inspektor auch weniger breit sein muss. Beim Testen des Spiels im Game Tab kannst du das Spieltempo sogar einstellen über einen Dropdown. Verlinkte Ressourcen gegen unique Ressourcen haben jetzt ein erkennbares Kettensymbol im Inspektor. Man kann jetzt Nodes mehrere auf einmal auswählen und die Gruppe direkt zuweisen und muss nicht mehr jede individuell anklicken und neu erstellte Skripte öffnen sich auch automatisch, du musst die nicht länger doppelt klicken. Zu all diesen Dingen, die ich gerade hier gesagt habe und noch ein paar weiteren Dingen, haben wir hier dieses Video auf dem Kanal. Godot 4.6, alle neuen Editor-Features im Überblick von 4.6 Dev 1 bis Development Snapshot 6. Da findest du all die Dinge nochmal gezeigt und erklärt, auch was die Unterschiede zwischen der 4.5 und 4.6 Versionen sind. Ebenfalls neu in der Godot 4.6 ist, du musst die einzelnen Bereiche wie Inspector, Signals, Szene oder Import nicht mehr öffnen. Du kannst, wenn du bereits Objekte ausgewählt hast und die per Drag and Drop in zum Beispiel den Szenenbaum oder Inspector einfügen willst, erst auf den Namen des Tabs oben links gehen und dann einfach dort einfügen, wo sie hin sollen. Also der Editor wechselt automatisch den Tab und das macht das Ganze viel einfacher. Und jetzt eine sehr wichtige Änderung hier unten. Error on the wall. Wenn ihr hier unten im Log Fehler habt, könnt ihr die anklicken und ihr werdet direkt in eurer IDE weitergeleitet. Ihr müsst nicht mehr selbst die Line of Code suchen, wo ein Fehler geflogen ist und ihr könnt dort gucken, was das Problem verursacht und besser debuggen.
In Sachen Speicherverbrauch, Anzahl der Objekte, Analyse deines Projektes gibt es jetzt einmal den ObjectDB Profiler. Dieses neue Tool erlaubt dir unter anderem Vergleiche zu machen zwischen zwei verschiedenen Snapshots deiner Anwendung. Sagen wir mal, du machst jetzt einen Snapshot und hast 500 Objekte in der Szene und in einer halben Stunde hast du dort 1500, dann kannst du dir einmal davon jeweils Snapshots machen, gucken, wie viele Objekte, Referenzen und Instanzen haben sich verändert und was waren deren Variablen. Zum ObjectDB Profiler haben wir auch bereits ein Video gemacht, das ist hier unten dieses, Godot Engine 4.6, so verwendest du den neuen ObjectDB Profiler. Das ist Stand jetzt das letzte Video vor diesem hier gerade. Findest du auch in der Godot 4.6 Playlist verlinkt. Und die letzte große Änderung im Editor, das ist eine Live-Vorschau. Immer wenn du eine Variable hast, wie zum Beispiel eine Schriftart oder ein Mesh, etwas Visuelles, was in 2D oder 3D platziert werden kann, dann kannst du jetzt im Suchdialog hier unten die Instant Preview aktivieren. Dabei kriegst du für Schriftarten auf Labels oder für Meshes auf Mesh-Instanzen direkt eine Vorschau, was dich erwartet, bevor das Ganze überhaupt auf die Variable im Inspektor gesetzt wird. Und das macht das Auswählen noch besser und stärker visuell. Schauen wir uns jetzt an, welche neuen Systeme in der Engine sind. Und hier beginnen wir beim Bereich Animation. Denn wir können jetzt die Animationslänge anpassen, indem wir einfach hier oben den Marker verschieben. Im Bereich Animationskurven gibt es jetzt einige neue Werkzeuge und Symbole für jeden Track und jede Eigenschaft, die wir hier bearbeiten wollen. Unter anderem das Auge macht die bestimmten Kurven sichtbar oder unsichtbar hier im Editor. Das Schloss sperrt die, dass die nicht bearbeitet werden können. Und mit dem Mülleimer können wir die einfach entfernen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Das nächste System betrifft den Export von Anwendungen. Stell dir mal vor, du hast ein Spiel mit einer gewissen Versionsnummer, Version 1.0.0. Und jetzt planst du ein Update. Du willst zum Beispiel einzelne Dateien ändern, ein paar Nodes in die Szene hinzufügen, ein paar Ressourcen vielleicht austauschen oder einfach noch ein paar neue Übersetzungen einfügen. Dann hast du ja da im Grunde einen Unterschied zur Vorgängerversion. Und jetzt mit Godot 4.6 kannst du genau diese Änderungen in einer sogenannten Patch PCK einbinden. Du machst nicht mehr einen Build für dein gesamtes Spiel, sondern nur noch für die Änderungen, die du gemacht hast. Und dadurch kriegst du eine Basisversion und für jede neue Version, die du erstellst, kannst du hier unten neue Patch PCKs anlegen. Das macht die Buildzeiten deutlich geringer. Du hast eine klare Versionierung deines Produkts oder eben deines Spiels und kannst auch nachverfolgen, was hat sich wann wie geändert. Zu diesem Feature werden wir noch ein eigenes Tutorial-Video hochladen. Da bin ich auch mal sehr interessiert, selbst herauszufinden, wie gut das funktioniert. Das nächste neue System betrifft Input und zwar durch Tastatur und Gamepads. Zum einen hat der Godot Editor jetzt ein neues System, bei dem wir Shortcuts anpassen und auch einfügen können. Eine bessere Übersicht dahingehend über eben auch die eingebetteten Input-Actions. Und in Sachen Gamepads, wir können über eine neue Methode input.setJoyLight auf der Geräte-ID 01234 können wir jetzt auch die passende LED-Farbe einfügen, um die Gamepads entsprechend aufleuchten zu lassen. Das nächste System betrifft Ressourcenimport und hier gibt es zwei wesentliche Änderungen. Zuallererst einmal, die 3D-Texturen werden doppelt so schnell geladen und verarbeitet. Das andere ist, Meshes kriegen jetzt von Godot noch bessere Level-of-Detail-Modelle generiert. Falls du dich fragst, was das ist, Level of Detail
ist eine Technik, die man in Spielen einsetzt, wodurch Objekte, die weiter weg sind, mit deutlich weniger Polygonen darstellt, als Objekte, die nah am Spieler stehen. Denn es bringt dir nichts, einen Charakter von 100.000 Polygonen in der Ferne stehen zu lassen, wenn man ihn nur 5 Pixel groß sieht. Da kann man halt deutlich Performance sparen, indem man ihn auf zum Beispiel 100 oder gar 1000 reduziert. Als nächstes haben wir Rendering in der Godot Engine 4.6. Zuallererst einmal wird das Glühen jetzt vor dem Tone Mapper berechnet und sieht dadurch wesentlich besser aus. Apropos Tone Mapper, es gibt 2 neue Parameter, AGX-White und AGX-Contrast, die man einstellen kann, um noch mehr aus den Tone Mappern rausholen zu können. Hier bei diesem Beispiel mit den Farben, das macht schon einen sehr deutlichen Unterschied. Übrigens, Reflections sind jetzt auch leichtgewichtiger auf der Grafikkarte und werden einfacher und besser berechnet. Obendrauf kommt Material Debanding und HDR wurden verbessert, sieht man hier auf der linken im Vergleich zur rechten Seite. Das sieht viel cleaner aus und man hat nicht mehr dieses Wellenmuster hier überall drin. Das macht Raumbeleuchtung doch wieder interessant, gerade auch bei volumetrischen Lichtern und Nebel. Und für Mobile wird auch ein bisschen Performance-Verbesserung mitgeliefert. Das ist schon mal ganz gut für die mobilen GPUs. Eine weitere Änderung gibt es beim Thema Lokalisierung und Übersetzung. Einerseits wurden CSV-Translations verbessert, denn man kann aus der Engine heraus jetzt ein CSV-Template erstellen und es gibt neue Spalten, die man nutzen kann. Einerseits eine Spalte Kontext, wo man eben ganz klar Kontext für Wörter angeben kann, und es gibt auch die Möglichkeiten Plural, also die Mehrzahl von einem Wort, ob jetzt ein Fisch oder 2 Fische, dort anzugeben. Plus C# supportet jetzt eben auch den Translation Parser, das macht das Ganze wieder besser mit der Translate-Funktion hier TR oder eben auch über TRN. Auch im Bereich XR oder anders gesagt Cross Reality wie unter anderem auch VR gibt es bessere Einsatzmöglichkeiten für den Godot Editor, denn die supporten jetzt eben den VR-Editor problemlos. Obendrauf kommt, es wurde OpenXR 1.1 eingebunden und man hat jetzt auch Support für die OpenXR Spatial Entities eingebunden. Also VR geht auch in eine sehr gute Richtung. Schauen wir jetzt auf den Bereich Plattformen, unter anderem Android. Einerseits könnt ihr jetzt das Tool SCR-Copy nutzen, um eben eure Godot-Anwendungen nicht nur auf dem Handy, sondern auch eben auf dem gespiegelten Bild auf eurem PC ausführen zu können. Gradle kriegt Support für den Android-Editor von Godot. Und die Engine kann jetzt einzelne Dateien direkt speichern und laden, ohne dass ihr die Permission gegeben habt, eben für das Managen von Dateien auf eurem Android-System. Unter Windows sind alle Projekte automatisch mit Direct3D 12 aktiviert und erstellt. Das könnt ihr aber über die Projekteinstellungen ändern, falls ihr das möchtet. Im Bereich Physics gibt es jetzt die Möglichkeit, Meshes auf Collision Shapes umzudesignen und das über das Mesh-Menü. Da kann man jetzt hier eben als Collision Shape Type Capsule angeben und dann wird für die ganzen Primitives, die wir gebrauchen können, eben automatisch ein Collider in Form von Static Body und Collision Shape unten drunter dran gehangen. Kommen wir jetzt zum vorletzten Bereich, Scripting, angefangen mit GD Extension. Und hier gibt es 2 Änderungen. Zum einen sind die GD Extension Interfaces jetzt JSON-basiert. Das ist mehr eine Sache, die intern passiert, aber einfach für bessere Lesbarkeit sorgt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt ein neues Meta-Keyword, was ihr angeben könnt. Und zwar bei GD Extensions für C und C++ könnt ihr jetzt das Required angeben. Dadurch können Werte nicht mehr null sein und ihr müsst sie bei der Anbindung wirklich angeben. Das betrifft Parameter und auch Rückgabewerte.
Kommen wir jetzt zu GDScript und hier gibt es eine schöne Änderung, und zwar es gibt eine Funktion, die euch erlaubt, aus einer Funktion herauszusteppen, und zwar zu der Funktion oder Stelle, die sie aufgerufen hat. Denn vielleicht ist es ja so, dass ihr in einer Funktion mal irgendwann stuck seid, weil die Bedingung einer Schleife, ob while oder for, nicht erfüllt wird. Wenn ihr diesen neuen Button nutzt, dann könnt ihr aus der Funktion heraussteppen, automatisch zum Caller zurückgehen und die Funktion überspringen. Das ist ganz praktisch bei GDScript und dessen Debugging. Außerdem gibt es gerade auch einen neuen Profiler. Der erlaubt es euch, sowohl GDScript, C# als auch GD-Extension-Code mit großer Sicherheit zu analysieren, um herauszufinden, welche Stellen deines Programmcodes brauchen eigentlich die ganze Performance. Den werden wir uns auch mal noch im Detail genauer anschauen. Dazu folgt ein eigenes Video. Eine weitere Neuerung ist, dass ihr jetzt BBC-Code in euren GDScript-Kommentaren nutzen könnt. Zum Beispiel hier eben das B für Bold, und dann wird in der automatisch erstellten Doku auch hier Hello World hier oben, weil es innerhalb der Bs geschrieben ist, groß dargestellt, also fett gedruckt. Das ist doch schon mal eine nette Sache für visuelle Darstellung. Und hier unten in GDScript gibt es jetzt noch weitere String Placeholder Highlightings. Wenn ihr etwas nutzt wie %s, dann werden diese nicht mehr gelb dargestellt, sondern direkt orange. Einfach nur bessere Lesbarkeit. Und hinzu kommt auch, dass String Placeholder wie %s, d oder auch name jetzt in orange statt dem typischen gelb dargestellt werden. Das macht klar, wenn in euren Strings irgendwelche Platzhalter vorhanden sind, wo ihr sie habt, und ihr könnt die entsprechend schnell erkennen und anpassen. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos. Hier einmal eine Auflistung aller Menschen, die dazu beigetragen haben, dass das Godot Engine 4.6 Update zustande kam. Die Namen in groß haben deutlich mehr Features, deutlich mehr Issues oder auch mehr Code beigetragen und in größeren Teilen mitgewirkt, aber jeder, der hier steht, hat in jedem Falle seinen Beitrag geleistet. Falls du dich fragst, wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach. Du kannst auf dem Godot Engine Repository hier oben auf den Reiter Issues gehen und von dort aus findest du ja einmal eine Liste aller offenen Bugs und Meldungen, und falls du selbst auch Fehler findest, musst du mit deinem Account hier einfach nur ein neues Issue anlegen für entweder einen Fehler zu melden, ein Sicherheitsbedenken, oder du willst einen Feature-Vorschlag machen, dann kannst du hier draufklicken, und da gibt es nämlich hier das separate Godot Proposals Repository, was eben Features und Improvements vorschlägt. Und was interessant ist, die nächste Godot Engine Version 4.7 und die Inhalte darin, die kannst du auch schon jetzt verfolgen. Du gehst hier oben auf den Reiter Meilensteine und dann hast du ja hier schon 40% bei diesen GitHub-Issues hier. Das ist für die Version 4.7. Aber geht schwer davon aus, es sind meist so um die 2000 bis 2500 Sachen, die reinkommen. Das wird eine ganze Weile dauern. Einfach hier drauf gehen und dann könnt ihr euch hier anschauen, was Sache ist. Aber das war das heutige Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer, gerne Fragen und Feedback in die Kommentare schreiben. Und wenn dich in der 4.6 Version Dinge interessieren, wo du gerne Tutorials sehen möchtest, schreib auch das mal gerne unter das Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bye bye!